Ich kann nicht fassen, dass keiner gekommen ist. Ich habe denen doch schon vor einem Monat gesagt, dass ich heute umziehe. Und ich komme immer, wenn die mal Hilfe brauchen. Oh, das sind sie bestimmt. Fuck, das gibt's doch nicht. Wie funktioniert eigentlich ein stressfreier Umzug? So ein Umzug kann echt zur Qual werden und ganz viel Geld kosten. Und wenn es ganz blöd läuft, sogar Freundschaften ruinieren. Wie ihr verhindern könnt, dass euer Umzug mit einem Leistenbruch im Krankenhaus endet. Oder was ihr tun könnt, wenn ihr in eine Stadt zieht, wo ihr niemanden kennt und um Hilfe fragen könnt. Das alles erfahrt ihr jetzt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ein genauer Plan und eine gute Organisation sind das Wichtigste. Wenn ihr glaubt, so einen Umzug, den macht man einfach mal nebenbei, dann habt ihr falsch gedacht. Nicht zuletzt, weil eure potenziellen Helfer sich dann viel zu leicht rausreden können. Welche Ausreden habt ihr in solchen Situationen schon gehört? Oder habt ihr euch selbst schon mal vom Umzugshelfen gedrückt? Schreibt uns das unten in die Kommentare. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe jetzt hier so ein neues Paketkleber-Rollenband-Ding gekauft und so eine Wickelfolie habe ich auch. Also können wir jetzt loslegen? Bevor ihr umzieht, müsst ihr euch noch eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Umzugsunternehmen oder Freunde um Hilfe bitten? In jedem Fall sollte man früh genug anfangen. Vor allem, wenn man auf die Hilfe von Freiwilligen hofft. Nehmen wir mal an, ihr zieht von einer Einzimmerwohnung in eine neue. 35 Quadratmeter, 3. Stock, von Hannover nach Berlin. Wenn ihr den Umzug mit euren Freunden oder eurer Familie machen wollt, dann müsst ihr an einiges denken. Da wären Kartons, ein Transporter, natürlich eine ganze Menge Verpackungsmaterial. Ihr müsst das Benzin mit einberechnen und natürlich ein bisschen Verpflegung für eure freiwilligen Helfer. Grob geschätzt würdet ihr damit auf etwa 350 € kommen. Umzugsunternehmen bieten euch all das in einem Gesamtpaket an. Darin enthalten sind übrigens auch die Möbelpacker, die eure Möbel ab- und wieder aufbauen und natürlich Kisten schleppen. Und das Unternehmen kümmert sich um die Parkzone für den Transporter. By the way, ist es nicht erlaubt, einfach die Parkplätze vor eurer Wohnung selbst abzusperren. Ich habe für euch freundlicherweise einmal persönlich einen Kostenvoranschlag bei einem Umzugsunternehmen angefragt. Alles in allem würde das für unseren Beispielumzug etwa 1400 € kosten. Also fast 4-mal so viel. 350 € ist natürlich auch schon mal eine ganz schöne Stange Geld. Aber auch da sind bestimmt noch ein paar Sparmaßnahmen möglich. Statt Packdecken zu kaufen, kann man sich zum Beispiel einfach mal umgucken, was man denn schon zu Hause rumfliegen hat. Kissen, Handtücher oder alte Fließdecken tun's oft auch. Und wenn man als Student früh genug dran ist, dann gibt's bei vielen Speditionen Rabatte auf Transporter. Habt ihr noch andere Tipps zum Thema Sparen beim Umzug oder irgendwelche Erfahrungen, dann schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Wie viele Helfer ihr braucht, hängt natürlich davon ab, wie viel Kram ihr habt. Aber 2 bis 5 sollten normalerweise reichen. Habt ihr schwere Sachen wie eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr ein paar starke Freunde dabei habt. Oh Gott, hast du's? Mit denen da wäre ich aufgeschmissen. Hey! Sagt ihnen früh genug Bescheid. Am besten in einer sogenannten Broadcast-Liste und nicht in einer normalen Gruppe. Das ist nervenschonender für alle. Und am besten erinnert ihr eure Freunde immer mal wieder an den Termin. Ich glaube, sowas wie den perfekten Umzug, das gibt's gar nicht. Auch wenn es noch so gut geplant ist, irgendwo verschätzt man sich immer. Oder irgendetwas läuft doof und dann muss man da einfach durch. Ich habe einen meiner Umzüge zum Beispiel in einem richtig kleinen Auto gemacht und wir mussten dann echt richtig häufig von Stadt 1 zu Stadt 2 fahren, bis dann endlich mal alles drüben angekommen war. Beim Umzug danach hatte ich dann zwar 2 Helfer, die mich auch richtig motiviert unterstützt haben, aber wir mussten dann in der neuen Wohnung in den 3. Stock und irgendwie hatten wir unser Fitnesslevel so ein bisschen überschätzt. Ich hatte echt Schiss, dass wir die ganzen Sachen niemals nach oben bekommen und zusätzlich noch, dass, während wir die Sachen nach oben schleppen und gerade unterwegs sind, irgendjemand unten den Rest einfach wegklaut. Ich hatte auch zwischendurch immer richtig Schiss, dass ich meinen Freunden zu viel zumute und habe immer total geguckt, dass die Aufgaben wirklich gerecht verteilt waren und dass jeder von ihnen gut versorgt war. Wenn ihr eure Freundschaften lieber schonen wollt oder ihr in eine Stadt zieht, wo ihr noch niemanden kennt, könnt ihr noch auschecken, ob in eurem Budget Umzugshelfer über eine Studentenvermittlung drin wären. Die arbeiten stundenweise und sind nicht so teuer wie professionelle Möbelpacker. Darf ich jetzt endlich? Gleich geht's los, versprochen. Denn bevor es dann wirklich ans Packen geht, fehlt noch eins. Die Kisten. Als wirklich großzügige Faustregel gilt, eine Kiste pro Quadratmeter eurer Wohnung. Die Kisten könnt ihr zwar neu kaufen, günstiger ist es aber bei Freunden nachzufragen oder im Netz nach Gebrauchten zu schauen. Es gibt aber auch viele Anbieter, bei denen ihr Boxen mieten könnt. Die gibt's aus Pappe oder Kunststoff, lassen sich oftmals besonders gut stapeln und am Ende müsst ihr euch nicht überlegen, wie ihr die wieder loswerdet. Egal, wo eure Kisten herkommen und wie sie am Ende aussehen. Eine davon wird super, super wichtig sein. Die Überlebensbox. Was da reinkommt, das verrate ich euch jetzt gleich. Darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Nee, noch nicht, denn auch packen ist gar nicht mal so einfach. Das letzte Mal habe ich alle mit einem ganz bestimmten Umzugskarton geärgert. Ja, ist schwer. Oh mein Gott! Jonas, was ist denn da drin? Backstein. Ja, wie soll man das denn sonst packen? Nein! Achtung! Achtung!
Häufig werden die Kisten viel zu schwer gepackt, da die Leute denken, dass sie dadurch weniger gehen müssen. Das ist aber nicht so smart, denn die Kisten können leicht reißen und du machst dir dadurch vielleicht auch deinen Rücken kaputt. Also die Umzugskiste solltest du maximal 20 Kilogramm schwer machen. Stell dir vor, eine Bierkiste wiegt mehr als 20 Kilo und die willst du ja nicht so oft hoch und runter tragen. Die XXL-Kisten aus dem Baumarkt sollte man eher vermeiden, da man die tendenziell eher zu voll packt und die dann einfach zu schwer werden. Sie lassen sich höchstens für sehr leichte Sachen verwenden. Meine Faustregel fürs Kistenpacken ist unten die schweren Sachen und oben die leichten Sachen, da sonst die leichten Sachen vielleicht zerdrückt werden könnten. Damit du die Sachen in der neuen Wohnung wiederfindest, solltest du die Kisten alle beschriften. Die Beschriftung an die Seite und nicht oben drauf, da man die Beschriftung nicht mehr lesen kann, wenn die Kisten übereinander stehen. Und wenn ihr Ordnung so richtig gerne mögt, dann könnt ihr die Kisten auch nummerieren und in einem Dokument oder in einer Notiz-App festhalten, was denn überall so genau drin ist. Sucht ihr später was, dann wisst ihr mit einem Klick, wo es ist. Die Möbel solltet ihr nicht erst am Tag eures Umzugs auseinanderbauen. Das hält auf. Also lieber alles im Vorhinein klein machen, was zu groß ist. Oder auch zu schwer, damit man es in einem Stück tragen kann. Also bleibt da ruhig realistisch. Also für den Umzug solltest du auf jeden Fall feste Schuhe tragen. Falls du schwere Sachen hast, vielleicht eine Sackkarre besorgen oder einen Rollwagen. Beim Tragen des Umzugsgutes solltest du darauf achten, dass du aus den Beinen hebst und nicht aus dem Rücken. Also immer schön in die Knie gehen und nicht mit dem Rücken heben. Und was beim Schleppen auch enorm hilft, keinen Krempel mehr mitnehmen, den ihr sowieso nicht mehr braucht, sondern direkt beim Packen entrümpeln. Jonas, wohin muss diese Kiste? Dann lass mich doch gerade mal kurz... Mach mal hier ein bisschen vorsichtig. Ach so, das sind die alten Schulbücher. Ja, die brauche ich nicht mehr. Die kannst du eigentlich wieder runterbringen, wegschmeißen. Die brauche ich nicht mehr. Fick dich. Mit dem Thema, wie man rausfindet, was man eigentlich braucht und was nicht, haben wir uns schon in einer anderen Folge beschäftigt. Die solltet ihr euch, bevor ihr loslegt, unbedingt nochmal anschauen. Und jetzt zu der hier. Das ist die Überlebensbox. Hier kommt alles rein, was ihr als allererstes in eurer neuen Wohnung braucht. Zum Beispiel Hygieneartikel, Klamotten für die ersten Tage, ein gutes Handtuch, Ladekabel oder was ihr sonst eben noch so braucht. Wenn ihr das nämlich auf verschiedene Kisten verteilt, ist es ganz schön dämlich, denn dann müsst ihr wühlen, um an die Sachen zu kommen und es bricht ein riesen Chaos aus. Wer nicht richtig geplant hat, kann hoffen, dass er auf ein paar Freunde am Ende trotzdem zählen kann. Ja? Ihr könnt doch noch kommen. Ja, geil. Klar. Ja, genau. Ja, wenn ihr vielleicht noch was zu essen mitbringt. Ich hab Hunger. Ja, mega. Und was zu trinken weg. Ja. Bier? Geht das? Super. Dann bis gleich. Ciao. Ein neuer Wohnsitz muss immer beim Einwohnermeldeamt angemeldet werden. Spätestens 2 Wochen nach Umzug. Sonst kann es sein, dass ihr Strafe zahlen müsst. Alle nötigen Formulare findet ihr dazu online. Nächster Punkt. Wenn ihr umzieht und ein Auto besitzt, müsst ihr natürlich auch das ummelden. Bekommt ihr doch Kindergeld, braucht auch das zuständige Amt eure neue Adresse. Genau wie übrigens auch die Zentrale für Rundfunkgebühren. Findet außerdem heraus, welcher Gas- und Stromanbieter der günstigste für euch ist und wechselt frühzeitig. Meldet allen eure neue Adresse und richtet einen Nachsendeauftrag bei der Post ein. Und meine Freunde, kümmert euch frühzeitig um einen Internetanschluss. Das ist Plan und Los willkommen. Das ist Plan und Los willkommen. Da wären Kartons. Das war die französische Variante. Wenn ihr das nämlich auf verschiedene Kisten verteilt, ist es ziemlich dämlich. Scheiße, sorry. Jetzt krieg ich's hin. Nicht zuletzt deswegen, weil eure potenziellen Helfer sich dann viel zu leicht rausdehnen. Meldet außerdem allen eure neue Adresse und sendet einen... Meldet allen ein. Meldet allen... Scheiße. Okay, ich hab genug getanzt.